Hallöchen ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es himmlisch fluffige Haferflockenbrötchen aus der Heißluftfritteuse. Außen knusprig und von innen wunderbar weich. Perfekt als Frühstück, als Snack oder als Abendbrot. Das Rezept ist super einfach, kommt auch ohne Hefe aus und in nur ein paar Minuten fertig. Für die wunderbare Haferflockenbrötchen brauchen wir nur ein paar einfache Zutaten. Haferflocken, ich habe die zarten genommen, Dinkelmehl, Ei, Backpulver, Salz, Butter, Naturjoghurt, man kann aber auch Quark nehmen. Dann brauchen wir noch Honig oder Agavensaft und optional Milch oder Wasser bei Bedarf. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und jetzt ist es Zeit, dass wir loslegen. Wir brauchen eine Schüssel und als erstes werden die trockenen Zutaten gemischt. Dann nehmen wir schon mal das Dinkelmehl, dann die Haferflocken, Salz, Backpulver. Danach folgen die flüssigen Zutaten. Ich lasse jetzt die Butter in der Mikrowelle weich werden. Dann machen wir eine Mulde in der Mitte. Ja, und dann fügen wir die weiche Butter zu, das Ei, Joghurt und etwa ein Teelöffel Honig. Es sorgt für den milden Geschmack. Alles gut verrühren, bis ein weicher, aber formbarer Teig entsteht. Jetzt werde ich auch mit der Hand ein bisschen kneten, den Teig. Wenn der Teig zu fest ist, 1 bis 2 Löffel Milch zufügen oder Wasser. So sieht der Teig aus, das ist die Konsistenz. Jetzt werde ich die Arbeitsfläche bemehlen. Dann nehme ich die Teigmasse und sie wird in 4 Portionen geteilt, gleiche Portionen, und dann formen wir die Haferflockenbrötchen. Ich habe noch einen Tipp, wenn es zu sehr klebt an dem Gummihandschuh oder an der Hand, einfach ein bisschen Wasser nehmen und dann funktioniert wunderbar. Es ist sehr einfach zu verarbeiten, den Haferflockenteig. Ist zwar ein bisschen anders von Konsistenz wie den Teig, den man so normalerweise kennt, aber also wunderbar, funktioniert wunderbar. Ich schneide sie minimal auf. Dann streue ich gerne ein paar Haferflocken und ein paar Sesamkerne obendrauf. Das gibt einen rustikalen Look.
Wenn man keine Zeit hat, dann kann man die Brötchen sofort backen. Aber am besten ist es, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, etwa 15 Minuten, 20 Minuten, dass man die Brötchen dann ruhen lässt, damit sie fluffiger werden und dann eine bessere Struktur bekommen. Ich werde meine Brötchen jetzt mit einem Tuch abdecken und ich lasse etwa 10 Minuten ruhen. Ja, die sehen gut aus. Natürlich, die wachsen nicht so wie wenn man die Weizenbrötchen macht, aber trotzdem sehen die wunderschön aus. Und jetzt wird der Airfryer vorbereitet. Die Heißluftfritteuse wird vorgeheizt, je nach Modell 3 bis 5 Minuten bei 170 bis 180 Grad. Wenn der Airfryer vorgeheizt ist, dann werden die Brötchen hineingelegt. Ein bisschen Abstand zwischen den Brötchen lassen, damit sie gut aufgehen können. Gebacken werden die Brötchen etwa 12 bis 14 Minuten bei 180 Grad, bis sie goldbraun werden. Nee, nach oben. Seid ihr gespannt? Ich auch. Dann wollen wir mal. Wow, gefällt mir wunderbar. Jetzt lasse ich die Haferflockenbrötchen abkühlen und dann wird das Frühstücksteller schön zubereitet. Genuss pur. Et voilà! Guckt euch diese schönen Haferflockenbrötchen an. Von außen knusprig, von innen weich, so wie ich euch es versprochen habe. Probiert sie und schreibt mir in den Kommentaren, ob euch die Brötchen geschmeckt haben. Und schreibt mir auch eure Ideen, wie ihr eure Haferflockenbrötchen zubereitet. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Auch über eure Abos, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Ich hoffe, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.